Zweiter Ball. Sehr, sehr niederländisch. Ja, ich weiß das. Ich weiß, dass du es weißt. Ich weiß, dass du es weißt. Aber ich treffe regelmäßig. Ja. Servus zum Deutschunterricht. Gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Gute Nacht. Die gute Nachricht. Deine Interviews sind schon sehr, sehr gut. Sie sind wirklich gut performt. Die schlechte, es geht immer besser. Natürlich. Ja, also pass auf, ich erkläre dir ganz kurz, was wir heute machen. Du kennst das auch schon. Wir schauen uns deine Interviews an. Du überlegst schon, während wir das anschauen, was war falsch, was kann ich besser machen. Dann sprechen wir darüber. Ready? Ja. Bereit. Let's go. Dass Luki und Upa das auch sehr gut gemacht haben. Und, ja, ich bin sehr froh, dass ich heute gespielt habe und dass wir gewonnen haben, ein Clean Sheet und ein Tor gemacht. Das kann nicht besser. Was hast du direkt nach dem Tor gedacht? Ja, ich weiß, dass Jo einen sehr guten Ecker hat und ich bin nach dem zweiten Ball gegangen und habe mit meinem Kopf gescored, ein Tor gemacht. Das ist immer gut. Und ich war sehr froh, wenn ich das Tor gemacht habe und ja, das ist Wahnsinn. Müssen wir es nochmal anschauen oder weißt du schon? Ich habe einen zweiten Ball gesagt, aber das war zweiten Post. Pfosten auf Deutsch? Pfosten. Pfosten? Ich sage immer Tor gemacht oder was gemacht, weißt du? Ich denke, dass es besser ist, die nächste Mal, dass ich zum Beispiel sage, ich habe getroffen. Sehr gut. Das ist ja, du weißt, das ist wie in Englisch oder wenn man eine neue Sprache lernt, man benutzt sehr oft machen und ich bin, also sein. Das Schöne bei Deutsch oder auch Niederländisch, es gibt für jede Aktion ein entsprechendes Verb. Ja. Sehr gut. Fällt dir sonst noch was auf? Sollen wir es nochmal angucken, das erste Interview, oder ist es klar für dich? Ich denke auch, dass wenn ich gesagt habe, dass Tor einen sehr guten Ecker hat, ich denke, dass normal sagst du das ist Englisch, ja? Ja, das ist Englisch. Oder du schießt eine Ecke, aber ich denke, dass trennen. Super. Trennen. Treten. Treten. Pass auf, ich schreibe es dir an. Ich habe es auch nur auf die Liste, aber ich schreibe es dir mal kurz an. Schau mal. Treten. Treten. Und das ist ein unregelmäßiges Verb. Ja, das heißt jo und dann, oder wer immer, und dann Tritt. Sollen wir mal kurz durchgehen? Oder was ich mir überlegt habe? Ja. Dreh es einfach mal rum. Wir hören es uns nochmal an. Ich muss sagen, dass Luki und Upa das auch sehr gut gemacht haben. Und, Sehr gut. ja, ich bin sehr froh, dass ich heute gespielt habe und Sehr gut. dass wir gewonnen haben, ein Clean Sheet. Und, Ja, das ist Englisch. Aha. Das ist Clean Sheet. Clean Sheet. Ja. Was heißt das denn auf Deutsch? Weil guck mal, was ich geschrieben habe. Ich habe unentschieden verstanden. Ja, nein. Aber das du ist weißt, was Sheet. unentschieden heißt. Ja, das ist gleich 1-1 oder 1-1 oder 0-0. Ja. Clean Sheet, was heißt das denn auf Deutsch? Ist das nicht zu 0 Zu 0 gespielt. gespielt? Schreib das mal dazu. Ne? Zu 0 gespielt. Wir haben zu 0 gespielt. Oder du kannst auch sagen, wir haben heute kein Tor to get, to receive. Gekriegen? Gekriegt? Das ist ein bisschen Slang. Kriegen. Ja, das ist ein bisschen Slang. Bekommen. Bekommen. Ist besser. ein Tor gemacht, das kann nicht besser. Das kann ich besser. Oh lala. Ja. Was wolltest du da sagen? Ja, für mich ist das. It can't be better. Ja, für mich ist das Richtig. gut, aber von den Deutschen denke ich, hat die Es hätte nicht besser laufen können. Okay. Zum Beispiel. Ja. Ich weiß, dass Jo einen sehr guten Ecker hat. Mach das mal besser. Ich weiß, dass Jo einen sehr guten Ecken treten kann. Super, perfekt. Und ich bin nach dem zweiten Ball gegangen. Zweiter Das Ball. ist sehr niederländisch. Ist sehr niederländisch. zweiten Posten. Pfosten. Jetzt pass auf. Nach. Nach dem zweiten. Nein. Was ist denn nach? Nach ist nach Berlin, City? nach City. Platz, wo du wohnst. Nach Hause. Nach Hause. Sehr gut. Und? Und andere Länder. Super. Ja. Nach Belgien. Nach Belgien. Oder, wenn wir es temporal benutzen, nach dem Training, nach der Physiotherapie, nach dem Essen, Ja. nach dem Spiel bin ich müde. Was heißt hier nach? After. After. Okay. Also guck mal. Bessere Präpositionen sind, ich bin auf Dem zweiten Posten gegangen. den zweiten Pfosten. Oder du kannst
Das ist eher vielleicht Englisch ein bisschen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin zum. Ja, like to. Like to. Okay. So. Jetzt habe ich hier noch eine Sache, die kommt jetzt. Schau mal. Ich habe mit meinem Kopf gescored, ein Tor gemacht. Ich habe mit meinem Kopf gescored. Was hast du mit deinem Kopf? Du hast es gesagt? Getroffen. Getroffen. Ja. Ich habe mit meinem Kopf getroffen. Das ist immer gut und ich war sehr froh, wenn ich das Tor gemacht habe und ja, das ist Wahnsinn. Wann, wenn und als. Warum schreibe ich das? Hast du eine Idee? Auf Englisch ist alles das Gleiche. Ja, alles ist gleich. Alles ist when. Wann benutzen wir wann in Deutsch? Ja, ich weiß das. Aber ich weiß, dass du es weißt. Ich weiß, dass du es weißt. Wann spielst du? Wann benutzen wir das? Wann spielst du? Das ist nur für eine Frage. Ne? Ja. Also das A, die Betonung mit A ist nur für Frage. Okay. Wenn und als ist beides konditionell. Der Unterschied ist, wenn ist regelmäßig und, jetzt, okay. und als ist ein uniques Ereignis Okay. in der Vergangenheit, in der Past. Ja. Und hier sagst du, ich bin froh, wann ich getroffen habe. Ja. Welches musst du hier benutzen? Alles. Als ich getroffen habe? Aber ich treffe regelmäßig. Ja. Okay, dann musst du sagen, immer wenn ich treffe. Ja? Ist klar, oder? Ja. Okay, cool. Super. Super. Gut gemacht. Aber das ist korrekt. Das sind schwierige Fragen. In Holländisch ist Fluit. Oh, nein. Nein. Richtig. 0%, dann ist das kein Fall. Warum weißt du das in Holländisch? Nicht so seriös.